dass das Deutsche Reich nicht gewillt ist, deshalb nun überhaupt sein Desinteressement an allen europäischen Fragen auszusprechen. Und die Sonderheit, dass Deutschland nicht bereit ist, dem Leid und Leben einer Summe von 3,5 Millionen Volksgenossen gegenüber gleichgültig zu sein und an ihrem Unglück keinen Anteil mehr zu nehmen. Germany, Mr. Hitler said, is not willing to give up its interest in world political affairs and just stand by without doing anything in the face of 3,5 million Sudeten Germans. Welt vertreten. Ich möchte aber hier den Staatsmännern in Paris und London versichern, dass es auch deutsche Interessen gibt, die wir entschlossen sind wahrzunehmen, und zwar unter allen Umständen. I want to assure the statesmen in Paris and London that there are German interests too, which we are determined to take care of. Und ich möchte Sie dabei erinnern an eine Reichstagsrede vom Jahr 1933, in der ich zum ersten Mal vor der Welt feststellte, dass es nationale Fragen geben kann, in denen unser Weg klar vorgezeichnet ist und dass ich dann jede Not und jede Gefahr und jede Drangsal lieber auf mich nehmen werde, als von der Erfüllung solcher Notwendigkeiten abzustehen. He referred to a declaration which he made before the German Parliament in 1933, stating that there are national questions and that the way of German policy is clear. Aber man muss es verstehen, dass auch diese Opfer irgendwie ihre Grenzen besitzen. Und dass der nationalsozialistische Staat nicht verwechselt werden darf mit dem deutschen Mann, der Bettmann, Hollweg oder der Härtling. Sacrifices have their limits, and the German Nazi state of today must not be mixed up with the imperial state before 1914. Aussprechen, dann geschieht es besonders deshalb, weil sich im Laufe des heutigen Jahres ein Ereignis zugetragen hat, das uns alle zwingt, nunmehr unsere Haltung überhaupt einer gewissen Korrektur zu unterziehen. Wie Ihnen bekannt ist, meine Parteigenossen, sollten in diesem Jahr in der Tschechoslowakei nach vorangegangenen endlosen Verschiebungen jeder Volksabstimmung wenigstens Gemeindewahlen stattfinden. Man war nun selbst in Prag von der Unhaltbarkeit der tschechischen Position überzeugt. Man befürchtete die Einigkeit der Deutschen und der anderen Nationalitäten. Man glaubte deshalb, zu besonderen Maßnahmen greifen zu müssen, um durch einen Druck auf die Wahlhandlung das Abstimmungsergebnis beeinflussen zu können. Die tschechische Regierung kam dabei auf den Gedanken, dass als einziges wirksames Mittel dafür nur eine brutale Einschüchterung in Frage kommen würde. Geeignet für diese Einschüchterung schien eine Demonstration der Machtmittel des tschechischen Staates zu sein. Es sollte besonders den Sudetendeutschen die brachiale tschechische Gewalt gezeigt werden, um sie zu warnen, ihre nationalen Interessen zu vertreten und dementsprechend abzustimmen. Um diese Demonstration vor der Welt aber plausibel erscheinen zu lassen, erfand die tschechische Regierung, Herr Beneš, die Lüge, Deutschland hätte Truppen mobil gemacht und stünde vor einem Einmarsch in die Tschechoslowakei. Mr. Hitler said that communal elections were to be held in Czechoslovakia, but that the Prague government was afraid of the unity of the German minorities and that they wanted to use brutality against those 3.5 Sudeten Germans, and that Mr. Beneš lied to them and that the elections did not take place for any other reason. An den Botschafter Frankreichs eine kurze Erklärung abzugeben, um diesen infamen Schwindel aus der Welt zu schaffen. Auch dieses Mal nun ist dem Botschafter einer anderen Großmacht sofort versichert worden, dass an dieser tschechischen Behauptung kein wahres Wort sei. Diese Erklärung wurde ein zweites Mal wiederholt.
Sie wurde aber auch der Prager Regierung sofort mitgeteilt. Allein die Prager Regierung brauchte diesen Betrug ja als Vorwand für die ungeheuerliche terroristische Erpressung und Wahlbeeinflussung. Ich kann ihr nur noch nachträglich versichern, dass erstens zu dieser Zeit nicht ein deutscher Soldat mehr eingezogen war als an sich dienten. Zweitens, dass nicht ein Regiment... Mr. Hitler says that President Beneš of Czechoslovakia used the situation last March to declare that Germany was mobilizing and that therefore the Czech army was also mobilized. But Mr. Hitler asserts now that not one German soldier at that time had received order for mobilization. Die prächtige Kampagne statt, in der ganz Europa mobilisiert wurde, nur zu Diensten der verbrecherischen Ziele einer Regierung, die beabsichtigte, eine Wahl unter militärischen Druck zu setzen, um die Bürger einzuschüchtern und damit um ihr Stimmrecht zu betrügen und die zu dem Zweck irgendeine moralische Rechtfertigung benötigte. Mr. Hitler just now branded the aims of the Czechoslovak government as criminal. Auch davon nicht zurückschreckt, einen großen Staat zu verdächtigen, ganz Europa zu alarmieren und notfalls in einen blutigen Krieg zu stürzen. Da nun Deutschland keinerlei Absicht besaß, ja im Gegenteil überzeugt war, dass gerade die Gemeindewahlen das Recht der Sudetendeutschen bestätigen würden, ist von Seiten der Reichsregierung aus auch nichts geschehen. Dies aber wurde nun zum Anlass genommen, um zu behaupten, dass nachdem nichts geschah, Deutschland vor der entschlossenen Haltung der Tschechen und den ernsten Interventionen Englands und Frankreichs zurückgewichen wäre. Sie werden verstehen, meine Parteigenossen, dass eine Großmacht ein zweites Mal einen solchen niederträchtigen Überfall nicht hinnehmen kann. Mr. Hitler said that Germany at that time had no intentions to interfere and that the German Reich therefore did nothing, but that, just because doing nothing, had been claimed to be a German weakness. But a big power, he said, not for a second time, would stand such an insult. Daraus die notwendigen Konsequenzen gezogen. Ich bin Nationalsozialist und als solcher gewohnt, gegen jeden Angreifer sofort zurückzuschlagen. We have drawn now the necessary consequences, said Mr. Hitler, and as a National Socialist, and I am used to rebuke any attack. Du bist nicht versöhnt, sondern nur noch mehr zur Überheblichkeit gereizt wird. Das alte Deutsche Reich kann uns hier eine Warnung sein. Es ist in seiner Friedensliebe bis zur Selbstaufgabe gegangen und konnte am Ende den Krieg dann doch nicht verhindern. Ich habe unter Berücksichtigung dessen nunmehr am 28. Mai sehr schwere Maßnahmen getroffen. Erstens, die angekündigten Verstärkungen des Heeres und der Luftwaffe wurden auf meinen Befehl hin sofort außerordentlich erweitert und augenblicklich eingeleitet und ausgeführt. Mr. Hitler is telling now about the instructions he gave on May the 28th, the increase of all armed forces. For this remark, he receives a tremendous applause. Ich darf Ihnen die Versicherung geben, dass seit dem 28. Mai dort das gigantischste Befestigungswerk aller Zeiten im Ausbaubegriff ist. He just said that since May 28th, the most gigantic work of fortification is in progress along the Rhine. Ich habe zu diesem Zweck den Generalbauinspektor des deutschen Straßenbauwesens, Dr. Todt, mit einem neuen Auftrag bedacht. Er hat im Rahmen der von der Festungsbauinspektion vorgesehenen Arbeiten durch die Kraft seines organisatorischen Genies eine der gewaltigsten Leistungen aller Zeiten vollbracht. Ich möchte Ihnen nur wenige Zahlen nennen. An der deutschen Westbefestigung, die seit 2 Jahren an sich bereits im Bau begriffen war,
arbeiten nunmehr in der Organisation tot. Zusammengerechnet 278.000 Arbeiter. Mr. Hitler said that a general building commissar had been appointed by him to build the fortifications along the Rhine, and that right now 278,000 workers are occupied there in fortification work. Zahlreiche Pionierbataillone und Infanteriedivisionen. Unbesehen des Materials, was durch andere Transportmittel angeliefert wird, schafft allein die Deutsche Reichsbahn nunmehr fast täglich 8.000 Eisenbahnwaggons. Der Gesamtverbrauch an Kies beträgt täglich über 100.000 Tonnen. Die deutsche Westbefestigung wird noch vor Einbruch des Winters vollkommen fertig sein. The fortifications along the Rhine, Mr. Hitler asserted, would be ready before the end of the year. He said that every day 8,000 railroad cars are bringing material toward the border for the building of fortifications. Insgesamt über 17.000 Panzer und Betonwerke. Hinter dieser Front aus Stahl und Beton, die zum Teil in 3 Linien und an einzelnen Stellen in 4 Linien eine Gesamttiefe bis zu 50 Kilometer erreicht, steht das deutsche Volk in Waffen. He said a front of steel and concrete at several spots, almost 15 kilometers deep, is being erected, and that behind that front a united German nation is standing. Ich habe diese gewaltigste Anstrengung aller Zeiten gemacht, um den Frieden zu nützen. Ich werde aber unter keinen Umständen gewillt sein, einer weiteren Unterdrückung der deutschen Volksgenossen in der Tschechoslowakei in endloser Ruhe zuzusehen. Mr. Hitler said, I have made these tremendous efforts to further the peace, but I am not willing to stand any more attacks by Czechoslovakia. Herr Benes treibt Taktik, er redet und will Verhandlungen organisieren, nach Genfer-Muster, die Fragen der Prozeduren klären und kleine Beruhigungsgeschenke geben. So geht das auf die Dauer nicht. We are not going to stand for any length of time the tactics of President Beneš of Czechoslovakia. Verletztes Recht. Was die Deutschen fordern, ist das Selbstbestimmungsrecht, das jedes andere Volk auch besitzt, und sind keine Phrasen. Herr Benes hat diesen Sudetendeutschen keine Geschenke zu geben. Sie haben das Recht, ein eigenes Leben zu beanspruchen, genauso wie jedes andere Volk. Wenn die Demokratien aber der Überzeugung sein sollten, dass sie in diesem Fall, wenn notwendig, mit allen Mitteln die Unterdrückung der Deutschen beschirmen müssten, dann wird die schwere Folgen haben. Ich glaube, dem Frieden mehr zu nützen, wenn ich darüber keinen Zweifel lasse. Ich habe nicht die Forderung gestellt, dass Deutschland 3,5 Millionen Franzosen unterdrücken darf, oder die, dass uns etwa 3,5 Millionen Engländer zur Unterdrückung ausgeliefert werden. Aber ich stelle die Forderung, dass die Unterdrückung der 3,5 Millionen Deutschen in der Tschechoslowakei aufhört und an dessen Stelle das freie Recht. I demand the right of self-determination of the 3.5 million Sudeten Germans, to whom Mr. Benes has no right to make a present. They themselves have the right to determine where they want to belong to. And I demand that the 3.5 million Germans no further be oppressed. Es würde uns leid,
Unrecht wird. Mr. Hitler said, I am sorry, I would be sorry if my demand should harm our relations with foreign nations, but I have to stand for it, that right might not be turned into wrong. Palästina entstehen zu lassen. Die armen Araber sind wehrlos und vielleicht verlassen. Die Deutschen in der Tschechoslowakei sind weder wehrlos noch sind sie verlassen. Das wollen wir. Poor Arabs, referring to Palestine, may be unarmed, but the 3.5 Sudeten Germans are not hopelessly left alone and not unarmed. Ich glaube, dies gerade an dem Parteitag aussprechen zu müssen, an dem zum ersten Mal die Vertreter unserer deutsch-österreichischen Gaue teilnehmen. Sie wissen am besten, wie schmerzlich es ist, vom Mutterland getrennt zu sein. Sie werden am ehesten auch den Sinn meiner heutigen Ausführungen erkennen. Sie werden mir auch am freudigsten zustimmen, wenn ich vor dem ganzen deutschen Volk feststelle, dass wir nicht verdienten, Deutsche zu sein, wenn wir nicht bereit wären, eine solche Haltung einzunehmen und die daraus folgenden Konsequenzen so oder so zu tragen. We would not deserve to be Germans if we would not be willing to take the consequences upon our shoulders. Wenn wir die unerhörten Zumutungen bedenken, die in den letzten Monaten selbst ein Kleinstaat glaubte, Deutschland stellen zu dürfen, dann finden wir eine Erklärung dafür nur in der geringen Bereitwilligkeit im Deutschen Reich einen Staat erkennen zu wollen, der mehr ist als ein augenblicklicher Emporkömmling. Als ich im Frühling dieses Jahres in Rom stand, wurde mir innerlich bewusst, wie sehr die Geschichte der Menschheit in zu kleinen Zeiträumen und dementsprechend zu kleinen Ausmaßen gesehen und begriffen wird. 1000 und 1500 Jahre umfassen nur wenige Geschlechterfolgen. Was in einer solchen Zeit ermüdet, kann sich in der gleichen Zeit auch wieder erheben. Das heutige Italien und das heutige Deutschland sind entsprechender Beweis dafür. Es sind regenerierte Nationen, die man in diesem Sinn vielleicht als neue bezeichnen kann. Allein diese Jugend ruht nicht auf einem Neuland, sondern auf altem geschichtlichem Boden. Mr. Hitler recalled his visit to Rome last spring when he said he became conscious how little 1,000 years mean in the course of history, and when he became conscious that Germany and Italy had become new nations based on old generations. Des alten Deutschen Reiches nach Nuremberg bringen lassen, um nicht nur dem eigenen deutschen Volk, sondern auch einer ganzen Welt es zu bedenken zu geben, dass über ein halbes Jahrtausend vor der Entdeckung der neuen Welt schon ein gewaltiges germanisch-deutsches Reich bestanden hat. Mr. Hitler is now referring to the history of Germany and mentioning the old German Empire of the Holy Nation. Dynastien kamen und gingen, äußere Formen haben sich geändert. Das Volk hat sich heute verjüngt, aber in seiner Substanz ist das ewig gleich geblieben. Das Deutsche Reich hat lange Zeit geschlummert. Das deutsche Volk ist nun erwacht und hat seiner 1000-jährigen Krone sich selbst als Träger gegeben. Germany was asleep for quite some time, but it is now awakened. Wie wir die geschichtlichen Zeugen dieser Wiederauferstehung sind, liegt darin ein stolzes Glück und eine demutsvolle Dankbarkeit vor dem Allmächtigen,
Für die andere Welt aber sollte dies eine Anregung und eine Lehre zugleich sein. Eine Anregung, doch einmal die Geschichte von einer höheren Warte aus zu studieren und eine Lehre, nicht in vergangene Fehler zu verfallen. Das neue italienisch-römische Reich, genauso wie das neue germanisch-deutsche Reich, sind in Wahrheit älteste Erscheinungen. Man braucht sie nicht zu lieben. Allein keine Macht der Welt wird sie mehr entfernen. We are witnesses of a new renaissance, Mr. Hitler said, and other nations should study history. No might in the world can anymore remove the present newly born nations of Italy and Germany, referring to Germany as a Germanic German Reich. Den geschichtlichen Eindrücken dieser Tage. Der nationale Stolz und ihre Zuversicht sind gestärkt worden angesichts dieser Demonstration der Kraft und Entschlossenheit und Geschlossenheit unseres Volkes. Gehen Sie nun wieder aus mit jenem gläubigen Vertrauen, das Sie durch fast 2 Jahrzehnte als Deutsche und Nationalsozialisten im Herzen trugen. Sie haben das Recht, das deutsche Haupt nun wieder mit Stolz erhoben tragen zu dürfen. Wir alle aber haben die Pflicht, es nie wieder unter einen fremden Willen zu beugen. Dies sei unser Gelöbnis, so wahr uns Gott helfe. Mr. Hitler said, our national pride has once more been strengthened, and you, after this party congress, go back to your homes and show the world proudly that you have regained your pride again. Adolf Hitler, unser Führer, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Mr. Hitler just has finished his speech, and the leader of the meeting just asked the audience to give him 3 cheers, hail victory, which concluded his speech. The Columbia Broadcasting System has brought its listeners the broadcast of the address by Adolf Hitler before the Nazi Congress at Nuremberg. An interpreter has interrupted the address at frequent intervals to paraphrase in English the Chancellor's remarks. At this time, we present H.V. Kaltenborn, Columbia's veteran analyst, in a resume of the speech just given by Adolf Hitler in the Nazi Congress at Nuremberg, Germany. H.V. Kaltenborn. Good afternoon, everybody. Adolf Hitler has spoken, and the world has listened. The world has listened because it feared that this speech might mean war. It may mean war, but not immediate war. Certainly, if there is one thing clear from what Hitler said so eloquently, so forcibly, with the cheers of his supporters ringing in his ears, it is that there is no immediate intention of forcing a crisis. There was nothing in the speech that was tantamount to an immediate ultimatum. There was in it, and through it all, a very definite declaration that Germany would no longer tolerate the oppression
as he called it, of the Sudeten Germans in Czechoslovakia, and that Czechoslovakia would have to reach a settlement with the Sudeten Germans, or the Germans would see to it that a settlement was reached. That is, in a word, the substance of the speech. However, it contained much interesting material, some of it not directly relevant to the Czechoslovak situation, except in so far as Hitler sought to emphasize throughout Germany's complete preparation for the next war. He told us, for example, that the Germans on the Western Front had realized one of the mightiest achievements of all time in creating there a 15-kilometer depth of fortifications made up in the most modern style with concrete and steel, on which, at this very moment, 278,000 Germans are at work day and night, and on which, as he said, they have been at work for 2 years. And he cited such things as the 8,000 carloads of materials that are going to that Western Front every day in order to complete these fortifications, which, he says, will be ready, completely ready, before snow flies. He made a very direct personal attack on President Beneš of Czechoslovakia, charged him with being hypocritical, with tossing about empty phrases, with telling lies about German mobilization. You will remember, last May, it was universally reported that the Germans had mobilized opposite to the Czechoslovak frontier, and we do know that the Czechs mobilized, and May 21st was a very important date in the history of that whole situation, because that was the first great crisis, and it is generally believed in the United States that because France and England stood together, threatened to intervene if Germany marched into Czechoslovakia, and because the Czechs themselves mobilized their strong little army and kept it on the frontier, that on that account there was no war. Hitler says that is all a contemptible lie. Germany did not mobilize. Germany did not call out a single soldier. Germany is not going to stand for any further falsification of the facts in connection with her attitude towards Czechoslovakia. He says that the Czechs have denied to the Sudeten Germans the right of self-determination, a right which, as he emphasizes, is inherent in the democratic principle. That, he says, is something that Germany insists must be changed. President Beneš, he says, is not in a position to make presents to the Sudeten Germans, but the Sudeten Germans demand their rights, and Germany is going to stand back of them to see that they get those rights. And Hitler adds that he should be very sorry if that would create trouble between Germany and other European powers. He calls upon the world to realize the contributions that he has made to peace. He cites the fact that he has come to an understanding in a 10-year pact with Poland, emphasizes that Germany could build a navy very much larger than 35% of the British Navy, and that yet he has freely accepted a pact with Britain to limit the German Navy in that way. He cites the fact that although Germany possessed Alsace-Lorraine from 1871 until the World War, she has voluntarily renounced a change of frontier on the Western Front, doing all this in the interests of peace. But he insists there must be no misunderstanding of Germany's attitude. He cites the glory of Germany in the distant past, that 500 years before Columbus discovered America, already there was a great German people
which was developing an important culture. Now, he says, there is a new Germany, as there is a new Italy, and both these nations need never again subject themselves to control from the outside. They are determined to defend their hardly won achievements. Opposition to the Sudeten Germans in Czechoslovakia and to their natural rights, he says, must cease. German patience, he declares, is nearly at an end, and he calls upon President Beneš to arrive very definitely and very promptly at an understanding with the 3.5 million Germans in Czechoslovakia, or else. And there his threat is unmistakable. It is a threat to use German military might in order to enforce what he considers the rights of the German minority.